Hallo und herzlich willkommen in unserer Hengstgarage, dem Ersatzteil- und Produktkanal von Hengst Filtration. Mein Name ist Kai und ihr seid hier genau richtig, wenn ihr euch für unsere Produkte, Technik und Montage interessiert. Was haben wir heute für euch auf der Werkbank? Kein Produkt, dafür aber viele Informationen rund um das Thema Ölfiltration und Motorentechnik. Viel Spaß mit diesem Video! Für viele ist es selbstverständlich, dass bei einem Ölwechsel der Ölfilter getauscht werden muss. Doch, habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum wir überhaupt einen Ölfilter benötigen? Was sind die Aufgaben eines Ölfilters? Und wo entsteht der Schmutz im Motor? Viele Fragen zu einem aus meiner Sicht sehr interessanten Themengebiet. Wir fangen ganz vorne an und klären erstmal, wie und vor allem wo überhaupt Schmutz entsteht. In jedem Verbrennungsprozess bleiben Rückstände zurück, welche nicht brennbar sind oder nicht vollständig verbrannt werden können. Das ist ganz normal und lässt sich auch nicht verhindern. So ist es auch in einem Verbrennungsmotor. Vielleicht ist euch insbesondere bei älteren Dieselfahrzeugen der Rußausstoß beim Beschleunigen des Fahrzeugs aufgefallen. Das sind ganz klassisch Verbrennungsrückstände. Moderne Fahrzeuge erzeugen zwar nicht mehr solch große Mengen an Ruß bzw. Verbrennungsrückständen, aber dennoch entstehen sie. Ein Teil dieser Verbrennungsrückstände wird über den Abgasstrang aus dem Motor heraus befördert und anschließend zum Beispiel in Dieselpartikelfiltern zurückgehalten. Allerdings nicht alles. Die Verbrennungsrückstände setzen sich ebenfalls an den Zylinderwandungen ab und werden dann über die Kolbenringe abgestreift und somit gelangen sie ins Motorinnere. Ein weiterer Teil der Verbrennungsrückstände strömt unter dem hohen Druck des Arbeitstaktes zusammen mit Gasen an den Kolbenringen vorbei und lagern sich im Kurbelgehäuse ab. Jetzt befinden sich die Verbrennungsrückstände im Kurbelgehäuse unseres Motors und setzen sich auf Metallteilen ab und werden dann ins Motoröl gespült oder gelangen direkt ins Motoröl. Neben den Verbrennungsrückständen gelangt auch Abrieb aus dem Motor ins Öl. Der Abrieb fällt allerdings in deutlich kleinerem Maße an im Vergleich zu den Verbrennungsrückständen. Jetzt stellt sich die Frage, ob es schlimm ist, wenn wir Verbrennungsrückstände und Abrieb im Motoröl haben. In geringen Mengen kann das Motoröl diese Rückstände zwar aufnehmen, jedoch wirken die Rückstände im Öl in gewisser Weise wie Sand und erzeugen in Lagern einen sehr großen Verschleiß, was die Lebensdauer des Verbrennungsmotors sehr stark reduzieren würde. Auf der anderen Seite führen viele Partikel im Öl zu einer Veränderung der Viskosität und somit wird die Schmierfähigkeit des Motoröls negativ beeinflusst, was dazu führen kann, dass der Schmierfilm im schlimmsten Falle abreißt. Das waren jetzt viele Informationen und viele Fälle, die eintreten könnten. Aber zum Glück gibt es unsere Ölfilter und wir lassen es nicht so weit kommen. Unsere Ölfilter werden aus den gerade genannten Gründen eingesetzt, um den Verbrennungsmotor zu schützen. Wie eben erwähnt, gelangen die Verbrennungsrückstände und der Abrieb in das Motoröl. Jetzt befinden sich die Partikel im Öl in der Ölwanne. Dort wird das Öl von der Ölpumpe angesaugt und zum Ölfiltermodul befördert. Dort gelangt das Öl mit den Partikeln zu unserem Filter. Das Öl durchströmt unser Filtermedium. Bei der Durchströmung werden die Schmutzpartikel durch unser Filtermedium zurückgehalten und im Inneren oder auf der Außenschicht unseres Materials gespeichert. Durch den Ölfilter wird das Öl kontinuierlich gereinigt. Und damit sind wir schon bei einem sehr großen Vorteil. Durch das fortlaufende Reinigen des Öls wird das Wartungsintervall des Fahrzeugs vergrößert und das Öl kann länger im Motor verbleiben. Früher wurden keine Ölfilter eingesetzt. Allerdings betrug das Wechselintervall teilweise nur 5000 Kilometer. Es gibt große Unterschiede im Bereich des Filtermaterials. An dieser Stelle ist es ganz besonders wichtig, dass das verwendete Filtermaterial zu den Anforderungen passt. Wenn das Filtermaterial zu grob ist und zu wenig Partikel herausgefiltert werden, reichert sich das Öl mit vielen Partikeln an, was den Verschleiß erhöht. Sollte das Filtermedium zu fein sein, werden zwar sehr viele Partikel herausgefiltert, es kann aber dazu führen, dass das Filtermaterial so fein ist,
dass es das Öl schwer hat, hindurchzufließen. Als Folge werden sehr hohe Öldrücke benötigt. Oder es kommt nur sehr wenig Ölmenge an den Schmierstellen an. Ein weiterer Nachteil von sehr feinen Filtermaterialien ist, dass einzelne Bestandteile von Additiven herausgefiltert werden können und dadurch das Öl gewisse Eigenschaften verliert. Die Auswahl des perfekten Filtermaterials ist zum einen abhängig von dem verwendeten Motoröl und zum anderen natürlich auch vom Verbrennungsmotor. Motoröle gibt es in verschiedenen Spezifikationen mit unterschiedlichen Additiven. Ein wichtiger Aspekt aus Sicht des Filters ist die Viskosität. Eine hohe Viskosität, wie zum Beispiel bei einem 15W40 Öl, belastet den Ölfilter deutlich stärker im Vergleich zu einem dünnflüssigen 0W30 Öl. Grund hierfür ist, dass eine höhere Viskosität eben höhere Drücke benötigt. Bei der Entwicklung unserer Filter prüfen wir die Eigenschaften des Filtermaterials auf Herz und Nieren. Mit unseren Prüfständen können wir unter anderem messtechnisch ermitteln, wie fein oder wie grob ein Filter ist. So lässt sich der Filter optimal auf die benötigten Eigenschaften anpassen, damit eure Motoren optimal geschützt sind. Die funktionale Prüfung unserer Produkte ist ein wesentlicher Bestandteil in der Produktentwicklung. Durch dieses hohe Maß an Präzision unserer Prüfstände stellen wir sicher, dass ihr unsere Filter in gewohnter Erstausrüstungsqualität bekommt. Weitere Informationen zu unseren Produkten und weitere Filter für eure Fahrzeuge findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. In unserem Online-Katalog auf hengs.com haben wir euch alle Produkte für eure Fahrzeuge aufgelistet. Der Link zum Online-Katalog ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einiges über die Ölfiltration in Verbrennungsmotoren lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie dann dort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengs Garage.